Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Und wir haben einen der früheren Mitstreiter gefunden von dem einen Opfer. Den Charles Foley. Er war zumindest in den Berichten erwähnt. Wenn mich nicht alles täuscht. Bei den hellenischen Schätzen war es nicht sogar hier. Einen professionellen Dieb namens Vincent Foley. Und der Dieb hat wahrscheinlich im Auftrag die Sache besorgt, wurde natürlich in den Knast gesteckt und jetzt ist er natürlich auf freiem Fuß und hat sich möglicherweise gerächt. Wer weiß das so genau? Ja, wir reden mal mit ihm. Nee, wir reden nicht mit ihm. Wir sollen das Schloss knacken. Stimmt, da war irgendwas. Ah, I see. Wir fangen wieder mal an. Okay. So. Ich sehe es gerade. So. Das sieht gut aus hier. Das. Jawohl. Ja. Und sonst so? Warte mal, aber wir haben noch ein paar Hinweise. Antiker Ring. Und Foleys Revolver? Charles Foley trägt einen antiken Ring, das letzte fehlende Stück der Fünfwider von Mytilene, sowie einen Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist, dass Foley der geheimnisvolle Mann im Jackett war, der so geschickt aus der Half Moon Street fliehen konnte. Aber es passiert nichts weiter. Na denn. Ah, well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Verhafteter Dieb. Verhafteter Dieb. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Nicht er, der Before I Bruder. was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Wir haben auf alle Fälle den Täter. Und die letzte Person als Charakter. Charles Foley ist ein Mitglied und zugleich der Direktor des Zirkus Duval-Boss. Er ist ein begabter Akrobat, der seine Fähigkeiten aktiv trainiert. Foley ist ein abergläubischer Mensch. Er ist bewaffnet und gefährlich und er mag es, Schmuck zu tragen. Gut, also hat er letztendlich über eine Finte und über eines der Opfer, ne, Rache geübt. Das war es letztendlich. Eine stinknormale Rache. Herrenhaus, okay. Und wo sollen wir hin? Zum Herrenhaus. Bleibt keine andere Möglichkeit. Das machen wir auch. Wir hätten uns jetzt auch nicht umziehen können. Das wäre ja aufgefallen. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Ach so, und wir sind jetzt eher gefahren, ne? This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Okay, dann machen wir das. Holmes. Oh, da gibt's diesmal... Ich gehe mal auf den untersten.
Zumal der oberste. Ach du heiliger Harry. Das dürfte... Das ist jetzt hier sogar zweistufig, ja, liebe Leute. Einmal so. Ja, das passt. Ja. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Habe ich schon This getroffen? cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Och nee, ich hab's jetzt schon gefunden. Also das war wirklich hier... Es war doch wirklich nur ein Test. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Nochmal so ein Zylinder. Es gibt 2 Stellen und die offensichtlichste nehmen wir mal nicht, sondern die zweitoffensichtlichste. Also brauchen wir doch die zweite, die erstoffensichtlichste. So. Das klappt, das klappt, das klappt. Das geht zurück, das geht zurück. Hier ist noch ein Fehler. Da. Oh. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Okay. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. So, wie gesagt, es war eigentlich überhaupt nicht geplant, dass ich das sofort finde. Ich wollte eigentlich... Ja, viele Möglichkeiten hätte ich ja gar nicht gehabt, oder? Das ist ein relativ schmales Haus. So, wir haben hier ein The ground Fenster. floor window is a perfect way to escape the police. Kann man hier irgendwas machen? Nee, ne? Das ist einfach nur, um zuzugucken. Halt, was war da? Ich hatte doch hier... Ach, hier. This hatch leads to a cellar. Gegenstand von Interesse. Gegenstand benötigt. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwas, um das aufzuhebeln. This door is a perfect means of escape in an emergency. Okay. Damit wären die beiden Geschichten... Ist hier vielleicht noch was am Fenster möglich? Nein. Fenster sind zu. Das sieht soweit gut aus. Dann bleibt noch oben eine Möglichkeit. Das ist so ein Strick. Hier ist doch jemand. Wir brauchen noch... Ah, hier, warte mal. Ist hier was? Nee. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind Da ist it. ein Hammer. Kann man den mitnehmen?
I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. This should be useful. Ich ahne auch schon wo. Halt. Ach, wir müssen das... Wir müssen das auch noch gleich unterbinden. Ah. Das heißt, er müsste jetzt hier kleben bleiben. Das ist ein Schrank. This works very well. No one will escape through this window now. Wir haben aber noch eine Stelle. Ach, jetzt können wir sie öffnen. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Oh, ist der gemein, Sherlock. Oh. Dann schieben wir den Herd rum hier. This should be useful. Eine Stolperfalle. Und die machen wir hier vorne. This hatch leads to a cellar. Ja, Moment. Können wir immer noch mal untersuchen? Ah. Und jetzt? Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Okay. Das wäre Nummer 1. Damit hätten wir... Hier ist ein Teppich. Ah. This should be useful. Den legen wir über das Loch. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. Okay. Was brauchen wir noch? Sind wir soweit durch? Haben wir oben vielleicht noch irgendwelche Aus- und Wegrennen? Ja, hier noch ein Fenster. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Ja, die Perlen ausstreuen. Oder? Genau, hier. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined.
Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Häusliche Unfälle heißt es. Ich bin jetzt gespannt. Fortfahren. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Oh, Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? tja. This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Hey. Aber er dealt mit den Merry Men. Hui. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Okay. Don't move, you flimflammer. Was? Was? What a beautiful collection of art, it was thought. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Und nu? Folgen Sie die Spuren des Täters und untersuchen Sie den Speicher des Gebäudes, durch das er entkommen sein könnte. Ach, hör auf. Ich habe immer noch die Aufgabe, jetzt dann zu gucken. One of Foley's companions. He is unconscious. One of Foley's companions. So, dann gucken wir mal kurz. Lange verschwundene Kunstwerke, Schatz im Safe. Foleys Rache. So, wir haben aber, da gibt's noch einen Hinweis. Wir gehen doch mal kurz in die... Hä? Wir können Notting Hill. Wir können hier gar nicht raus. Was sollen wir tun? Das sind die, die wir schon erledigt haben. Hä? Wir kommen ja auch gar nicht weg. Ist gerade ein bisschen verwirrend. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass wir hier jetzt die Lösung haben. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu den tödlichen Schusswechseln in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Foley? Keine Gnade für Foley. Entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzt diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Jawohl. Wollen gar nicht lange überreden, nachdenken. Charles Foley,
You committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Da ist doch was im Zirkus. Oh, wetten, der fährt zum Zirkus? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Boah. Die Entscheidung. Die Entscheidung. Wie würdet ihr denn entscheiden? Oh, das ist eine harte Entscheidung. Wertetechnisch gesehen, ne, es ist eine Straftat. Auf der anderen Seite egal. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. I shall not stop you. Ist egal, was uns erwartet. Oder? Doch, ist vollkommen egal.
So, you're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Ooh. Wait, what? A lady? The Devil's Daughter kündigt sich dort an. Ja, das war Schüsse beim Mondlicht. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem Britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurde Foley und seine Bande von den Merry Men angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Ja, unsere Entscheidung, ich glaube, hinten, die ist egal. Gefundene Hinweise 18, Schlussfolgerung, Foleys Rache, Entscheidung keine Gnade. Ich schau mal nach. Ja. Ich bestätige diese Entscheidung, denn sie ändert nicht viel, glaube ich. Persönlichkeitseinstufung neutral. Fallstatistik 96% haben den Fall genauso gelöst. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 83%. Ich rate nie, schuldige Bruderschaft, genug Schuld und Sühne. Das war das Zimmer von der Lady. Und das ist der Abspann. Ja, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr mit mir auf der Reise wart. Auf das, wie auch immer. Zusammen mit Sherlock Holmes und Dr. Watson in Crimes and Punishment, Schuld und Sühne. Ein, ich muss mal sagen, wirklich sehr, 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 sehr tolles Spiel. Inhaltlich wirklich sehr toll. Ich hätte mir an einigen Stellen doch ein paar mehr Nachforschungsmöglichkeiten gewünscht. Zum Schluss hin wurde das zum Beispiel sehr intensiv oder intensiver, was man so für Fähigkeiten eingesetzt hatte. Und das hätte ich mir doch im Laufe des Spieles mehr gewünscht. Nichtsdestotrotz, es ist besser als sein Nachfolger. Und sein Nachfolger war nicht schlecht, sein Nachfolger war gut. Und das Ding ist besser als der Nachfolger. Und ja, mich schwebt eigentlich vor, dass ich mich jetzt rückwärts durch die Zeit mit Sherlock Holmes bewege. Denn soweit ich das mitbekommen habe, war The Devil's Daughter die letzte Sherlock Holmes Implementierung, zumindest von Frogware. Die Frage ist, ob es nochmal eine geben wird in der Art und Weise. Und deswegen wollte ich mich rückwärts gewandt durch die Zeit, durch die Spiele arbeiten. Denn es gibt einige Spiele, die mit Sherlock Holmes und Dr. Watson entstanden und veröffentlicht worden sind. Und ich denke mal, man hat viele davon bisher noch nicht gesehen. Und es könnte sehr hilfreich werden.
Was heißt hilfreich? Was erzähle ich da? Es könnte sehr interessant und spannend werden, weil es da sehr, 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 sehr geniale Fälle geben wird. Nichtsdestotrotz, wir hatten hier einen Fall dabei, und zwar der Fall Abbey Grange oder Grange. Falls ihr euch erinnert, war Fall Nummer 5 und, Fall Nummer 5, 4 war es, ne? 4. Und dort ist es explizit so, ich kannte diesen Fall zu teilen. Zu teilen insofern, weil ich mal in früherer Kindheit ein Buch gelesen hatte von über Sherlock Holmes und dort ging es definitiv genau um diesen Sachverhalt. Und es ist mit der einzige Fall, den Sherlock Holmes eigentlich gelöst hatte und er letztendlich dafür gesorgt hatte, dass der Täter, also sprich der Seemann, der Captain, nicht angeklagt wurde. Deswegen ist natürlich auch die Entscheidung, die wir hier gefällt haben bezüglich der Merry Man, ja, wie soll ich sagen, das war jetzt einfach nur für das Revoluzerherz. Ja. Aber in Wirklichkeit wäre diese Entscheidung seitens von Sherlock Holmes nicht gekommen. Nun ja, und es gab in dem Spiel auch einen kleinen Ausblick, habt ihr ja mitbekommen, auf den Nachfolger. Sprich, Gästezimmer wird benötigt, sollen Dinge untergestellt werden und es kommt eine neue Nachbarin. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden jetzt hier endlos um Sherlock Holmes drehen. Weil ich sehe dort ein Escape beenden, Notizbuch öffnen. Ja, was soll ich sagen? Also mir hat das Spiel wirklich sehr gut gefallen. Und ich hoffe, es hat euch auch sehr gut gefallen und ihr konntet mitfiebern und mitmachen, vielleicht auch mitlösen und auch den ein oder anderen falschen Gedanken von mir vor Monitor revidieren. Nein, das ist ganz anders. Oder wie auch immer. Denn ich habe, zumindest, es war ja die richtige Richtung, also sprich Nord-Nordost so ungefähr, ja, aber es hätte eigentlich vielleicht Nordost sein müssen. Aber einige Dinge gingen doch ein bisschen effektiv verkehrt, aber ich denke mal, wir haben das Ganze ganz gut über die Bühne gebracht. Ich guck mal ins Notizbuch, was haben wir denn? Wir können in die Baker Street reisen, schön. Wir haben den letzten Fall, wir sind neutral geworden, das verstehe ich nicht. Das hätten wir wahrscheinlich noch ändern können, aber ich denke mal, das war loyal gegenüber der Krone oder so ähnlich. Ja, vielen Dank. Und mal gucken, was wir hiernach sehen werden, was ich hiernach angehen werde. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Vielen Dank. Euer Firefox.